Mein Name ist Thomas, für die, die mich noch nicht kennen. Hi, ich bin Joshua und ja, heute reden wir über verschiedene Spannmittel und wollen die verschiedenen Spannmittel auch gerne einmal für euch anreißen. Und ja, Thomas fängt jetzt erst einmal an, die wichtigsten zu beginnen. Machen wir ein bisschen Allgemeinwissen. Spannmittel ist ein sehr weit gefächertes Thema. Letzten Endes können wir vereinfacht gesagt erstmal 3 Arten von Spannmitteln unterscheiden, beziehungsweise 2 und eine ganze Anzahl von Arten. Das erste sind Spannmittel, die durch Kraftwirkung spannen, ganz klassisch. Die zweite Art zu spannen ist durch Vakuum, durch angesaugte Luft. Naja, und als dritte große Gruppe, weil für unsere Maschinen eher uninteressant ist natürlich die riesige Summe ganz individueller Spannmittel, die je nach Anwendung spezifisch von den Kunden eben hergestellt werden. Vorrichtungsbau hat der eine oder andere, kennt er vielleicht oder schon mal gehört. Alles, was in diese Richtung geht, ist für uns eher irrelevant. Wir kümmern uns heute mal ganz kurz im Groben um die 2 Hauptgründe und ich fange einfach mal an mit den Spannmitteln durch Kraft. Spannmitteln durch Kraft ist das, was man so als konventionelles Spannen eigentlich seit jeher kennt. Das heißt, letzten Endes nutzt man irgendeine Kraft, um ein Werkstück auf dem Maschinentisch festzuspannen. Fangen wir mit unserer D-Serie an. Da wird das ganz einfach oder am einfachsten tatsächlich durch diese Spannbrücken erledigt. Ihr habt das vielleicht gesehen, die D-Serie ist ja wirklich ganz rudimentär aufgebaut oder ich habe ganz viele Möglichkeiten und das Einfachste ist, ich habe einfach einen Maschinentisch, der glatt ist und damit ich dort Plattenwerkstoffe spannen kann, habt ihr vielleicht schon gesehen, links und rechts in den Profilen, auf den Bildern auf unserer Homepage, das ist auch zu sehen, sind Nuten und da wird eben eine Spannbrücke eingefügt und damit kann ich mein Werkstück quasi fixieren. Das ist ganz gut, wenn ich in Holz arbeite, wenn ich in weicheren Werkstücken arbeite. Sobald es natürlich um härtere Stoffe geht, reicht das nicht mehr. Spätestens dann muss ich mich über alle möglichen Standardspannmittel muss ich mir Gedanken machen. Dazu brauche ich als erstes dann auf jeden Fall mal T-Nuten, also etwas, wogegen ich ziehen kann. Deswegen habe ich dann die T-Nutenplatte und da ist das Universellste, sind letzten Endes diese Treppenböckchen. Ihr kennt das sogenannte Stufenspannbrett, du kannst es da mal zeigen. Das ist eigentlich was jeder wahrscheinlich im Haus hat. Ich habe halt ein Treppenböckchen, ich habe eine Lasche. Dieses Treppenböckchen fungiert als Konterbock und ich kann dann eben formschlüssig nach unten ganz gerade kraftmäßig spannen. Ich kann mehrere Treppenböckchen davon übereinander stellen, wenn es notwendig ist. Und ihr seht das vielleicht bei unseren Treppenböckchen. Die sind, vielleicht kennt ihr sie etwas anders aus von Proxon oder aus der Historie heraus. Wir hatten mal vor einigen Jahren die Form etwas redesigned, damit sie nicht ganz so ausladend werden. Ganz so falsch können wir es nicht gemacht haben, weil mittlerweile haben wir festgestellt, auch andere bauen die jetzt so, damit sie ein wenig platzsparend sind. Das ist ja gerade bei den kleinen Maschinen durchaus sinnvoll. Wenn es dann ein bisschen mehr sein darf, dann gibt es das Ganze in komfortabel, nennt sich Waagerechtspanner. Gibt es auch bei eBay, was weiß ich, überall in recht einfach. Auch hier haben wir einfach versucht, ein bisschen mehr zu machen. Auch das kann Joshua mal eben zeigen. Bei uns ist es so, dass der Waagerechtsspanner letzten Endes auf einem Drehbock gelagert ist. Ich habe bei einem Waagerechtsspanner, ihr seht das durch die große Klemmschraube, immer einen Spannbereich für gewisse Längen. Und das Coole finde ich an unserer Version ist einfach, dass ich den Waagerechtsspanner fest montieren kann und der mir gleichzeitig als Anschlag dient. Ich kann also gleichzeitig hier das Ganze 360 Grad drehen, während ich mein Werkstück dran positioniere oder ähnliches. Was gibt es noch? Ja, ganz banal, doppelseitiges Klebeband. Wenn nichts mehr geht doppelseitiges Klebeband. Fungiert sehr häufig, ist manchmal auch nur zur Unterstützung da, wo nicht große Kräfte notwendig sind, wo ich einfach nur mein Werkstück fixieren, halten muss. Da ist sowas zur Unterstützung ganz praktisch oder bei ganz dünnem Material, da hilft sowas. Es gibt natürlich noch unzählige andere Materialien. Es gibt Schraubstöcke in jeglicher Art und Weise und Umfang und Ausführung und Preis. Fräswannen, ganz wichtiges Thema. Sobald ich Material bearbeite, Carbon zum Beispiel, der Staub ist nun mal krebserregend, da bietet es sich an, das Ganze unter Wasser zu machen. Gibt es eine Fräswanne bei uns? Wir haben jetzt hier keine, aber es gibt sie. Ihr könnt sie im Shop sehen.
bietet sich an, weil der Staub gleich gebunden wird. Ja, hat auch was mit Gesundheit zu tun. Oder eben, was ganz praktisch, was ganz toll ist, finde ich, habe ich selber auch schon mehrfach probiert oder verwendet, nicht nur probiert, sondern auch erfolgreich verwendet, ist so ein Schwebehalter. Also, ja, vereinfacht gesagt, eine Fräswanne ohne Wasser. Wofür ist die in erster Linie? Für ganz dünne Metalle. Wenn ich hier, zum Beispiel bei dieser kleinen Kupferplatte, wenn ich hier mit einem ganz feinen Fräser, wie ihr hier seht, das sind Reste von einem Zahnkranz, von einem Zahnrad, ja, und wenn ich sowas fräse und auch mit einem ganz feinen Fräser arbeite, dann empfiehlt es sich, direkt durchzuarbeiten, also nicht in einzelnen Schritten, sondern wirklich lieber langsam sich durch das Material zu schälen. Das ist natürlich hier in so einem Fall, wenn das ganze Werkstück schwebend, also mit Luft unten drunter, mit Platz unten drunter aufgespannt ist, eine gute Sache. Ja, das soll es erstmal zu den Kraftmitteln reichen. Das ist ihr merkt das schon, das ist ein Riesengebiet. Machen wir mal ein Vakuum weiter. Das ist ja nicht so umfangreich, oder doch? Genau, ja, vielleicht ein bisschen schon. Was es auf jeden Fall nicht ist, auch wenn es ganz gerne so dargestellt wird, so eine, ja, ich sag mal so lapidar eierlegende Wollmilchsau. Also das ist die Vakuumtechnik jetzt nicht. Was es aber auf jeden Fall ist eine wirklich super Ergänzung zu jetzt beispielsweise solchen Spannpratzen oder Waagerechtspannern, die Thomas gerade vorgestellt hat. Und zwar, es gibt einfach ein paar Einschränkungen bei der Vakuumtechnik. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Bereiche, in denen sie wirklich brilliert. Und das sind insbesondere größere Plattenmaterialien. Aber gehen wir noch mal 1, 2 Schritte zurück vielleicht. Für den, der noch nicht so richtig weiß, wie funktioniert das überhaupt mit einem solchen Vakuumtisch. Grundsätzlich kann man sich das einfach so vorstellen, dass hier, ihr seht es vielleicht jetzt gerade, das ist ein Loch in der Mitte des Tisches. Das ist nicht aus Spaß da, sondern da schließt man im Prinzip einen Industriestaubsauger an. Oder Seitenkanal, die ich da gibt. Ein Saugmedium. Aber genau, also sagen wir mal einfach ein Staubsauger kommt da dran. Und durch diesen erzeugten Unterdruck wird dann das Material, Plattenmaterial beispielsweise, auf den Tisch gezogen und lässt sich eben nicht mehr bewegen. Also in dem Sinne keine direkt mechanische Spannmethode. Es gibt im Großen und Ganzen 2 verschiedene Varianten, und zwar solche Rastertische, so wie wir sie eben auch verkaufen. Und dann gibt es noch so Lochtische, sieht dann einfach aus wie eine Lochplatte in dem Sinne. Wir bleiben aber mit den Rastertischen, weil, das sind halt die wir im Angebot haben. Da können wir am ehesten was drüber sagen. Bei der D- und auch bei der M-Serie bieten wir jeweils 2 Varianten an. Und zwar einmal, so wie hier gezeigt, in einer Kunststoffvariante. Da ist der Tisch wirklich super, wenn man mit Schmierung arbeiten möchte. Beispielsweise, wenn ich Aluminium bearbeite, dann bietet sich eine Minimalmengenschmierung an. Und bei einem MDF-Tisch, das ist dann die zweite Variante, würde dadurch der Tisch sich verziehen, wenn er immer wieder nass wird. Also kurz gesagt, wenn ich trockene Bearbeitung mache, wähle ich den MDF-Tisch. Wenn ich irgendwie auch schmieren muss, PE-Tisch. Gilt für D- und M-Serie natürlich gleichermaßen. Im Prinzip ist es auch relativ einfach zu nutzen, das Ganze. Man muss sich einfach nur irgendwie vor Augen führen, da wo mein Werkstück liegt, muss irgendwie Unterdruck entstehen. Und zwar habe ich das jetzt hier einmal vorbereitet, einfach mit so einer kleinen Gummischnur. Das ist so eine flexible Rundschnur. Die kann man sich dann hier einfach so in diese Raster reinlegen. Und wie ihr hier seht, habe ich jetzt einmal sozusagen eine geschlossene Form um diese Absaugstelle gelegt. Und jetzt könnte ich hier einfach eine beispielsweise Opferplatte drauflegen. Die wird angesaugt und durch die Opferplatte hindurch könnte ich dann immer noch mein Werkstück ansaugen. Das hat jetzt den Vorteil, dass ich durch mein Werkstück auch wirklich durcharbeiten kann. Also ihr seht das ja, hier ist schon ordentlich reingearbeitet worden. Würde ich jetzt einfach mein Werkstück nur so drauflegen, ist es ganz wichtig zu beachten, dass ich wirklich nur Oberbearbeitung mache, weil sonst fräse ich mir halt meinen teuren Tisch kaputt. Und ist halt schwierig zu reparieren, wenn das dann einmal kaputt war. Sehr wichtig weiterhin auch, wenn ihr diese Opferplatten verwendet. MDF bietet sich da einfach wirklich super an, bieten wir auch im Lieferumfang, so schon als Starter-Kit sozusagen mit an. Wenn ihr welche nachkauft, achtet darauf, dass die nicht laminiert sind, die MDF-Platten. Also da muss wirklich auch Luft durchgehen. Ja. Man kann das einfach sehr schön daran erkennen, wenn ich da so drüber fasse, dann fühlt sich das so ein bisschen pulverig an. Wenn die laminiert sind, dann haben die so eine glatte Oberfläche, so leicht glänzend. Das wird nicht funktionieren. Da muss Luft durch, sonst bringt das alles nichts. Weiterhin müsste man sich dann da noch im Klaren sein, brauche ich einen Vakuumtisch.
Wenn ich wirklich kleine Teile bearbeite, eher nicht. Das ist nämlich, ich sag mal, die Achillesferse des Vakuumtisches. Kleine Teile werden nicht so gut gespannt, weil ich auch eine gewisse Fläche, also ich brauche hier praktisch ein gewisses Volumen, wo ich auch wirklich den Unterdruck erzeugen kann. Habe ich hingegen große Plattenmaterialien, Bombenwahl der Vakuumtisch. Also dann liegt man da auf jeden Fall mit richtig. Und wie gesagt, als Ergänzung zum Teennutentisch, super Sache. Ja, ich würde sagen, im Großen und Ganzen, ich glaube, außer es gibt noch 2 Ergänzungen. Ja, dann Die gerne. eine, nein, alles gut. Ich denke, das hast du super erklärt, Joshua. Eine kleine Ergänzung, bevor die Fragen kommen. Natürlich gibt es noch zig andere Vakuum, da hast du gesagt. Das, was die meisten vielleicht noch kennen, sind sogenannte Vakuum-Pads. Ja, genau. Das kennt man diese also kleinen- mindestens mal aus der, Ja. aus der Möbelbranche. Das heißt Pads, das sind meistens rund- oder eckige Quader, die eben nur an einer Stelle Vakuum ansaugen. Wenn ich also eine Riesenplatte habe, im Möbelbau kommt das zum Beispiel, ist das gang und gäbe, Ja. dann wird nur explizit an ausgewählten Stellen wird einfach die Platte angesaugt. Das Zweite versteht sich eigentlich von selber, aber es sei explizit erwähnt. Sowas funktioniert natürlich nur mit nicht luftdurchlässigen Stoffen. Also wer einen Schaumstoff spannt, einen sehr offenporigen Schaumstoff, das funktioniert nicht. Klar, gibt es wieder einen Workaround. Ich könnte ein bisschen Haushaltsfolie nehmen und das Ganze oben schließen oder sperren. Das geht schon, aber eigentlich funktioniert das eben nicht. Ne, das ist also nur so, fiel mir gerade noch so ein. Ja, genau. Ansonsten denke ich, sollte das als Überblick, als ganz grober Überblick reichen und auch, denke ich, schon genug Input sein, womit wir auch schon wieder für heute am Ende wären. Und ich schaue mal kurz zur Anke. Fragen haben wir heute keine. Okay. Kommt auch vor. Auch nicht verkehrt. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, Attacke. Ja, wir danken euch fürs Zuschauen. Ja, und Danke auch von mir natürlich, klar. Und wünschen euch einen schönen Abend. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.